Willkommen bei Univy. Ich erkläre Ihnen im ersten Schritt den Y-Designer. Wie kommt man in den Y-Designer? Man klickt hier auf der linken Auswahlleiste auf Module und sieht hier rechts um die Möglichkeiten, die man hier hat. Also man kann ein neues Projekt erstellen, das ist quasi wie ein Ordner, in dem sich Module befinden. Man kann Module importieren und das, was wir jetzt machen, ist, wir erstellen ein neues Modul. Das nennen wir zum Beispiel Test Designer. Wir können hier ein Bild hochladen für unser Modul. Nehmen wir irgendein, von mir aus hier von Magic, das sieht man hier. Und jetzt erstellt man das Modul. So, man sieht hier die Modulübersicht, um die kümmern wir uns jetzt nicht, sondern wir gehen gleich in den Designer hinein, mit dem wir quasi unser Wissen digitalisieren. Also wir klicken hier drauf. Und wenn man hier draufklickt, sieht man einmal den Startbildschirm vom Designer. Der Designer hat im Wesentlichen 3 Bereiche. Hier einen linken Bereich mit einer Übersicht, mit dem sogenannten OI-Bereich. Hier kann man das Wissen dokumentieren. Dann hat man hier einen Kommentarbereich. Da kann man hier zu dem Modul, wenn man mehrere Personen zusammenarbeitet, einen Kommentar abgeben. Und wir haben den Styling-Bereich. Mit dem Styling-Bereich kann man das Look and Feel des Moduls verändern. Also wenn man hier zum Beispiel auf Designvorschau geht, sieht man ungefähr, wie das Modul ausschaut. Man sieht das hier noch gar nichts. Wir können dann aus dem Styler wieder rausgehen. Das funktioniert so, dass man das hier rechts schließt, die Ansicht, und wir gehen einmal zurück in die Übersicht. Der weitere Bereich ist hier der Bereich, den man hier sieht. Das ist der Bereich, in dem der Baum dann entsteht, mit dem man quasi das Wissen abbildet. Der Baum besteht aus Komponenten und aus Elemente. Das heißt, jede Komponente hat auch Elemente. Das heißt, wir gehen hier mal aufs Plus und können hier schon mal 2 mögliche Komponenten hinzufügen. Das eine ist eine Seite und das andere ist ein Magic. Hier kann man sich ganz leicht merken, Seite ist immer alles, was die User des Wise sehen, also dort, wo sie Informationen eingeben können, aber auch Informationen erhalten. Und Magics sind all jene Komponenten, die im Hintergrund Aufgaben erledigen, wie zum Beispiel Berechnungen durchführen, E-Mails verschicken, Textblöcke erstellen und so weiter. Also wir machen das dann noch bei jeder einzelnen Komponente auch noch die Elemente durch. Gut, im nächsten Schritt erstellen wir eine neue Seite, also jener Bereich, den die Kunden sehen. Wenn wir weiterbauen, sieht man jetzt hier bei der nächsten Abzweigung, können Sie quasi wieder ein Magic einfügen oder ein neues Ergebnis oder ein neues GoTo. Das Magic habe ich schon erklärt. Ein GoTo ist dazu da, quasi um im Baum zu navigieren, und das Ergebnis ist dazu da, quasi um einen Baum abzuschließen. Das heißt, jeder Baum braucht immer ein Ergebnis, einen Abschluss. Also er darf nicht offen bleiben. So, jetzt kann man hier zum Beispiel als nächstes ein Magic einfügen. Sagen wir zum Beispiel, dass hier werden halt einfach Stammdaten eingegeben. Also dann weiß ich, auf dieser Seite werden wir Stammdaten eingeben. Mit dem E-Mail wird zum Beispiel ein Textblock erstellt. Dann kann ich ein neues Magic einfügen. Da wird ein E-Mail geschickt. Und dann füge ich ein neues Ergebnis ein. So, das ist jetzt noch kein Baum, das ist relativ
gerade. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, je nachdem, was ich hier auswähle oder welche Daten ich habe, mache ich einen zweiten Ast. Das funktioniert, indem man wieder hier drauf geht und fügt zum Beispiel einen neuen Textblock ein. Dann sage ich ganz einfach Textblock 2. Es macht immer Sinn, die jeweiligen Komponenten auch zu beschriften, dass man sie dann auch wiederfindet. Also nennen wir das Ganze Textblock 2. Dann sagen wir hier in dem Fall möchte ich quasi das E-Mail überspringen. Dann füge ich hier ein GoTo ein. Da habe ich hier das GoTo-Element, das heißt, um das quasi hier zu überbrücken, diesen Bereich, gehe ich hierher und verbinde quasi das GoTo-Element mit diesem neuen Result. Das benenne ich wieder um Ende. So, jetzt sieht man, dass man hier nicht den ganzen Baum sieht. Jetzt hat man hier die Möglichkeit, im Baum zu navigieren. Also hier kann man das Ganze vergrößern. Das geht auch mit dem Trackpad. Kann man es auch machen. Vergrößern und verkleinern, indem man mit den Fingern auseinander fährt. Man kann auch hier navigieren, wenn man mit 2 Fingern hin und her fährt. Oder ich verwende wieder hier dieses Element und vergrößere das Ganze und kann mir hier quasi so meinen ganzen Baum anschauen. Ja, das wäre es im Wesentlichen schon zu den Komponenten. Wir merken uns, wir haben Seiten, Magics, GoTos und das Ende, das Ergebnis und oben eine Startkomponente. Wenn man nun auf eine Komponente draufklickt, öffnet sich hier ein rechter Bereich und das ist derjenige Detailbereich dieser Komponente und hier kann ich dann die Elemente einfügen. Wichtig immer speichern und wir speichern das Ganze. So, als nächstes schauen wir uns die Elemente der Seite an. Dazu klicken wir auf die Seite und wir sehen hier ist der Detailbereich für die Eingabe der Seite und hier unten findet man einen Button und wenn man auf den klickt, öffnen sich die möglichen Elemente, die man auf dieser Seite quasi in diese Seitenkomponente einfügen kann. Noch einmal kurz zur Wiederholung. Die Seitenkomponente ist dazu da, quasi um vom User durch die Eingabe Informationen zu erhalten oder auch dem User Informationen zu geben. Zu diesem Zweck haben wir verschiedene Elemente, die wir verwenden können. Also Texteingabe ist selbstredend, der User kann hier Text eingeben. Wir haben hier das Nummernelement. Im Nummernelement können Zahlen eingegeben werden, bei einem E-Mail kann eine E-Mail-Adresse eingegeben werden. Auswahl bedeutet, dass der User auswählen kann aus einer vorgegebenen Antwort oder einer vorgegebenen Frage. Das HTML-Feld bedeutet quasi, hier kann ich dem User Mitteilungen machen, ich kann auch Dokumente hochladen, um quasi die Seite zu gestalten. Datei-Upload, auch selbstredend, hier kann der User Dateien uploaden, sei es Grafiken, Dokumente, PDFs und so weiter. Datei-Download, hier kann er wieder etwas runterladen und Datumseingabe, hier kann der User ein Datum eingeben. Und dann kann man noch für diese Seite To-Dos geben. Das heißt, man kann, wenn man mehrere Personen an einem UI arbeiten, so Aufgaben verteilen oder sich halt selber auch Erinnerungen machen, was man noch quasi ändern muss an dieser Seite.